Jetzt geht es um die neue Generation von Dashcams, also Frontkameras, die alle aktuelle Geschehen aufzeichnen. In dem Fall unsere Kenwood DRV N520, die mit einem Dashcam-Link mit den aktuellen Multimedia-Geräten geil zusammenarbeitet. Wer sich im Jahr 2017 für ein Multimedia-Gerät mit Bildschirm von Kenwood interessiert, den interessiert sicherlich auch die neue Frontkamera Kenwood DRV N520. Die arbeitet nämlich jetzt mit dem Multimedia-Gerät zusammen. Die Kamera zeichnet das aktuelle Verkehrsgeschehen auf und hilft mir auch eventuell bei einem Unfall oder einem Parkrempler den Unfallhergang zu reproduzieren. Die Kamera fällt extrem klein aus und ist dadurch sehr unscheinbar, weil sie eben keinen eigenen Monitor mehr hat, sondern eben mit den Monitoren von Kenwood zusammenarbeitet. Also die sind miteinander verbunden. Ich steuere und schaue mir das Bild über mein Multimedia-Gerät von Kenwood an. Zusätzlich zur normalen Aufzeichnung hat die DRV N520 noch die Möglichkeit, einen Parklienienassistent, einen Kollisionswarner und auch einen Anfahrverzögerungsassistenten zu aktivieren. Wir haben die Kamera für euch ausgiebig im Live-System getestet und auch bereits mit einem Produkt vorgestellt, dem DMX 7017 DABS, ein Multimedia-Gerät, welches eben mit der Dashcam zusammenarbeitet. Diese Sequenzen zeigen wir euch jetzt. Die Dashcam, also eine Frontkamera, bietet einige Möglichkeiten im Auto, sich vielleicht sicherer zu fühlen, manche Aufnahmen einfach festzuhalten bei einer Reise, wie auch immer. Die Kamera wird an der Frontscheibe mittig installiert und nimmt natürlich dann ständig auf, und es hat die Möglichkeit, hier übers Menü die Kamera anzuwählen und kann mir das Bild auf meinem Multimedia-Gerät, auf dem DMX 7017 DABS wiedergeben und auch einstellen. Und jetzt wird es eben ganz interessant. Der Dashcam-Link verbindet jetzt die zwei Geräte miteinander, so dass meine Dashcam jetzt keinen großen Bildschirm mehr braucht oder irgendwie sowas, sondern eben nur noch die Kamera und somit sehr, sehr klein ausfällt und sehr unauffällig eben montiert werden kann. Und das Bild haben wir ja jetzt hier auf unserem Multimedia-Gerät und wir können jetzt auch hier alles einstellen. Wir haben hier die Möglichkeit, über das Menü entsprechende Einstellungen vorzunehmen und auch zum Beispiel Fahrassistenten mit zu aktivieren. Das heißt, wir könnten zum Beispiel den Spurwechselassistenten mit integrieren, der uns andeutet, wenn ich über die Mittellinie oder eben die Außenlinie fahre, dann piepst der. Ebenfalls enthalten ist ein Kollisionswarner, wenn ich zu nah auffahre. Das heißt, mein Gerät weiß ja jetzt, wie schnell ich fahre, weil es liegt ja auch im Lieferumfang die GPS-Antenne mit dabei. Und per GPS-Antenne weiß mein Gerät schon mal, wie schnell ich fahre und kann dann den Abstand zu meinem Vordermann entsprechend einstellen und mich warnen lassen, wenn ich zu nah auffahre. Abfahrtverspätungsassistent, das ist schon mal so ein Begriff. Also der soll dann eigentlich agieren, wenn ich verpenne, in einer Kolonne loszufahren. Also das Gerät erkennt, der Vordermann fährt los, aber ich noch nicht. Dann soll der warnen. Das ist in der Praxis völliger Bullshit. Der piepst die ganze Zeit, wenn ein Auto an mir vorbeifährt und losbeschleunigt. Das haben wir alles ausprobiert. Den würde ich nicht empfehlen. Alle anderen Assistenten kann man mal gern ausprobieren und in der Praxis mal anwenden. Um den Assistenten richtig einzustellen, dass der so auch funktioniert, wie er soll, haben wir hier eine Möglichkeit, in die Einstellungen reinzugehen. Und wir haben jetzt hier die untere Linie, die gibt dann an, wo meine Motorhaube ist, und die obere Linie der Horizont. Und alles, was da dazwischen ist Straße in der Regel. Und da genau soll der agieren, und der sollte auch möglichst mittig im Bildschirm sein und nicht ganz unten montiert, also so, dass die Motorhaube mehr oder weniger schon das erste Drittel vom unteren Bildschirm ausfüllt und erst da die Linie kommt und dann die obere dazu justiert werden kann. Wir können die Parkeinstellungen entsprechend wählen und sagen, im Stand, also Auto abgeschlossen, steht da irgendwo, der hat nämlich einen Erkenner drin, sobald eine Erschütterung drin ist, würde der aufnehmen oder nimmt er auf, wenn ich ihn entsprechend einstelle.
so dass ich so Parkrempler eventuell identifizieren kann, weil wenn sie dann wegfahren und sagen, Moment mal, da habe ich vielleicht eine Autonummer, die kann ich nachverfolgen und kann es mal für mich richtig auskosten, zum sagen, ich habe den tatsächlich erkannt. Im Lieferumfang der Kamera liegt eine 8 GB Speicherkarte bei, mit der man im Full HD HDR-Modus 70 Minuten Speichermöglichkeit hat und das Gerät würde automatisch die letzten 70 Sekunden sozusagen mit den neuesten Sekunden überschreiben und praktisch eine fortlaufende Aufnahme ermöglichen. Und wenn ich zum Beispiel einen Unfall habe, dann kann die Kamera das erkennen über einen G-Sensor und nimmt automatisch das Ereignis auf, und zwar in der eingestellten Länge, ob jetzt eben bis zu einer Minute, und automatisch die davor liegenden 12 Sekunden, um einen vernünftigen Ablauf von dem ganzen Ereignis zu haben. Und das gleiche gilt, wenn ich eben die Record-Taste, die ist hier unten dran, einfach manuell draufklicke, dann nimmt er eben manuell mal diese Zeit auf, die ich als externes, als neues Ereignis separat abspeichere und das dann nicht automatisch von der Kamera ständig überschrieben wird. Also ein Ereignis speichert sich sozusagen immer selber, oder wenn ich eben ein Standbild, ein Foto mache, da habe ich noch die Taste da hinten dran, draufklicken, Foto, auch das wird separat gespeichert und nicht überschrieben. Hier kann man die Auflösung einstellen und eben auswählen bis zu 3M, das wäre dann Super HD, und wenn man beim normalen HD-Auflösung bleibt, also 1920 x 1000 plus HDR, also High Dynamic Rate, was dafür sorgt, dass bei hohen Lichtschwankungen, Tunnel rein, Tunnel raus, sorgt HDR immer dafür, dass das optimale Bild dafür im Video nachher auch verwendet wird. Die Dashcam, die stelle ich jetzt hier so an. Einmal Dashcam Link. Wir haben eine Stromversorgung Plus, Minus und Dauer Plus, den wir jetzt auf dem ISO-Anschluss hier von unserem Multimedia-Gerät mit anschließen können und mit Stromdieben entsprechend auf die gleichfarbigen Leitungen hier mit draufklemmen können. Das ist nämlich jetzt in dem Fall wieder Rot, Schwarz und Gelb. Von Kenwood gibt es zweierlei Ausführungen an Multimedia-Geräten. Und zwar einmal Geräte, die einen Anschluss für die Rückfahrkamera haben und keinen weiteren Anschluss für eine Dashcam. So, jetzt kommt dann ein Adapter ins Spiel. Das ist dann der AUX-In-Adapter, mit dem wir es ermöglichen können, über den AUX-In-Anschluss, also über den AV-In, ein weiteres Signal anschließen können, in dem Fall der Dashcam-Link. Also für alle, die ein Gerät sich entscheiden mit einem Rearview-Kamera-In, aber keinen weiteren Dashcam-In, die brauchen dann die entsprechende Adaption, dieses Adapterkabel, um jetzt die Dashcam hier mit Video zu verbinden. Für Kenwood-Geräte, die bereits einen Rear-Kamera-In haben und einen Front-Kamera-In. Die können sich natürlich diesen Adapter, den zusätzlichen Adapter sparen und sofort hier mit unserem Videosignal auf die Frontkamera reinfahren und brauchen kein weiteres Adapterkabel. Mich persönlich begeistert die DRV N520 durch die kompakte Bauform, weil sie eben keine eingebaute Monitordarstellung hat, sondern eben mit diesen Kenwood-Geräten zusammenarbeiten muss. Wer jetzt nicht die Möglichkeit hat, ein Kenwood-Multimedia-Gerät aus dem Jahr 2017 oder dann neuer einzubauen, der kann sich auch für die DRV 410 entscheiden. Das wäre so eine Kamera von Kenwood, nur ohne Dashcam-Link anbinden, sondern mit eigenem eingebauten Monitor. Das ganze Gerät fällt dann auch ein bisschen größer aus, aber ich kann natürlich diese ganzen Parkrempler und Unfallhergänge und so weiter trotzdem mit der Kamera festhalten, völlig unabhängig von der ganzen Multimedia-Peripherie, die ich im Auto habe. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und für euer Interesse für Dashcams. Wir freuen uns auch ständig über Daumen hoch, oder wenn ihr uns Kommentare schreibt, hilft uns auch für die Zukunft immer weiter. Wir freuen uns über Abonnenten, und jetzt könnt ihr euch noch eins von den 2 Videos reinziehen.